Es sind nicht nur die gewaltigen Gletscher, die Pinguine und die Robben, die den Reiz der Antarktis ausmachen. Es sind auch die vielen kleinen Geschichten und die Überraschungen, die man hier täglich erleben darf. Es ist der Morgen des 5. Tages auf unserem Expeditionsschiff der Hondius. Noch haben wir nicht das antarktische Festland erreicht, doch die vorgelagerte, tief vergletscherte Insel Devil Island ist eine faszinierende Einstimmung auf den weißen Kontinent. Es ist ein Morgen, wie er so sehr selten ist. Kein Wind, keine Wellen, keine Wolken verhindern die sanften Sonnenstrahlen. Devil Island zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wir sind auf unserem Weg tief in den Süden, wollen 3 Wochen lang entlang der Küste der Antarktis fahren. Die Bedingungen sind so gut, dass erstmals die Zodiacs zum Einsatz kommen. Sorgfältig wird ein jedes Schlauchboot überprüft. Fehler dürfen in dieser Abgeschiedenheit nicht passieren. Zodiac um Zodiac wird zu Wasser gelassen. An Bord steigt die Vorfreude auch bei Helmwart und Renate Görlich aus Augsburg. Ja, wir freuen uns, nachdem wir es endlich geschafft haben, diese Rettungsweste anzuziehen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, wie wir es fertig kriegen irgendwie und sowieso. Super, gut. Ein lang gehegter Traum. Schließlich ist es soweit. Ein wenig wackelig ist der erste Umstieg noch, doch die Crew hilft. Und zuvor hat es an Bord Trockenübungen für alle Passagiere gegeben. Kein Handgriff, kein Schritt erfolgt zufällig. Mit dabei ist der Schiffsarzt Georgios Atsianos aus Griechenland. Ohne einen Doktor ist keine Expedition in solch abgeschiedenen Regionen möglich oder sollte man keine Expedition durchführen. Denn kein Hubschrauber, kein Flugzeug kann im Ernstfall eine erkrankte oder verletzte Person abholen. In seinen Händen liegt dann das Schicksal. Georgios liebt diese Herausforderung so sehr wie die Landschaft, durch die wir fahren. Es ist eine völlig andere Welt hier draußen. Es ist unglaublich. Alles, was du tun musst, ist dich umzuschauen und dann verstehst du, warum Menschen diesen Teil der Welt sehen möchten. Es ist surreal, unglaublich. Auch Georgios will später Forschungsarbeiten durchführen. Die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers gegen plötzliche Kälte untersuchen, beispielsweise dann, wenn man in das 0 Grad kalte Wasser fallen sollte. Bevor wir zurück zur Hondius fahren, haben wir an Land noch die Möglichkeit, ein paar der gestrandeten kleinen Eisberge mit ihren einzigartigen Strukturen in all ihrem vergänglichen Dasein zu bestaunen.
Die Rückkehr ist ein wenig ruppiger, wird zu einer ersten kleinen Herausforderung. Das Wetter kann schnell, sehr schnell umschlagen, eben noch windstill, bläst nun der Wind mit bis zu 80 km/h. Kein Problem für die erfahrene Crew, die Zodiacs kehren sicher zur Hondius zurück. Beim Aussteigen aus den Zodiacs hilft wieder die Crew. Passagiere wie Alexander Kiebel und Iva Ptica aus Kroatien sind glücklich. Aber es war wirklich einzigartig, also ein tolles Erlebnis. Wirklich, ich habe nicht mal hoffen können, dass es so wunderschön sein wird. Also wirklich toll. Genau, ja, davon kann man nur träumen. Mit dabei ist Jakub Malecki. Der polnische Wissenschaftler hat die Ausdehnung der Eiszonen auf der ganzen Welt seit vielen Jahren im Blick und erforscht unter anderem anhand von Satellitenbildern die Ausdehnung und den Rückgang. Aufgrund der Klimaerwärmung kommt es weltweit zu einem starken Temperaturanstieg. Das Eis schrumpft überall in der Arktis, in den hohen Bergen auf der ganzen Welt und ebenso hier in der Antarktis. Dies gilt insbesondere für den Ort, an dem wir uns jetzt auf der antarktischen Halbinsel befinden, aber auch für das südliche bis westliche antarktische Eisschild. In beiden Regionen kommt es zu einer erheblichen Erwärmung, nicht nur durch die Atmosphäre, sondern auch des Ozeans, wodurch das Eis von beiden Seiten schmilzt. Von oben und unten, dies stellt eine große Gefahr für die Stabilität des gesamten Eissystems der Antarktis dar. Jakub ist auf der Hondius als Wissenschaftler und Guide dabei. Er liebt die Abwechslung. Ich liebe diese Arbeit, es ist ein Traumjob, doch normalerweise bin ich als Forscher und Dozent an der Universität tätig. Wie sieht er die Zukunft des Tourismus in der Antarktis? Jeder Trip hinterlässt einen CO2-Fußabdruck. Ich glaube, wir können unseren generellen negativen Einfluss verändern, wenn wir den Menschen das Wissen und die Leidenschaft über und für die Antarktis nahebringen. Wenn sie nach Hause gehen und ihren Freunden ihre Bilder von den Pinguinen und der wunderschönen Umgebung zeigen, wird das zu einer Veränderung führen. Es wird etwas Gutes bewirken und die Antarktis schützen. Denn wenn wir etwas nicht lieben, werden wir es nicht schützen. Deshalb müssen wir als erstes die Antarktis und die Polargebiete lieben lernen. Sie zu sehen ist ein gewaltig emotionales Erlebnis, sicherlich nicht nur für das Filmteam. Es sind Eselspinguine, die wir an der Stelle, die sie Brown Bluff nennen, beobachten dürfen. Nun sind wir endgültig in der Antarktis angekommen. Eselspinguine sind dafür bekannt, mehr als 45 Tauchgänge an einem Tag zu machen, um Futter zu finden. Doch manchmal scheint es, als würden sie einfach nur watschelnd die Gegend erkunden. Die Spezialistin für Pinguine unter den Guides auf dem Schiff ist Karina Ketterer aus der Schweiz. Wir haben folgende Pinguine in der Antarktis. Wir haben Kaiserpinguine, wir haben Adelie-Pinguine, wir haben Zügelpinguine und wir haben Eselspinguine. Wir haben keinen merklichen großen Rückgang von den Pinguinen. Wir merken aber, dass die Eselspinguine die Population ist, die am meisten wächst. Dieses Jahr war es so, dass wir viel mehr Schnee hatten als sonst.
darum haben die Pinguine auch versucht, auf dem Schnee zu brüten. Darum hat sich teilweise an einigen Orten die Brutzeit, bis die geschlüpft sind, ein bisschen verschoben. Es ist Mitte März, die Jungen verlieren ihre letzten Kinderfedern. Eselspinguine bauen ihre Nester immer auf eisfreiem Untergrund. Rund 130 Gramm schwer sind die Eier, die abwechselnd von den Eltern bebrütet werden. Nach dem Schlüpfen bleiben die Babys noch für einen Monat im Nest und es dauert dann die 100 Tage, bis das Gefieder so dicht ist, um ins eiskalte Wasser der Antarktis springen zu können. Bis zu 20 Jahre werden sie alt. Hans Verdaat, der Expeditionsleiter, hält die Fäden zusammen, koordiniert alle Zodiac-Ausflüge, entscheidet, was in eisigen und zuweilen stürmischen Gefilden fernab jeglicher Zivilisation möglich ist und was nicht. Und wenn Zeit bleibt, betreibt der Wissenschaftler aus den Niederlanden Forschung. Das ist mein Recorder, Sound Recorder für Vögel und auch die Robber, die hier sind. Also ich versuche einfach mal, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, wenn unsere Leute hier am Strand rumlaufen, habe ich 5 Minuten Zeit, um die Vögel die Tonaufnahme zu machen, wenn die rufen. Es geht mir darum, um rufende Vögel, um die Aufnahme zu haben von den antarktischen Vögeln, die wohnen. Oder zum Beispiel die Pinguine, die hier rumlaufen, oder Seathbills. Also die rufen nicht häufig, aber dafür, ja, wenn man ein bisschen 10 Minuten Zeit hat, ist das schön. Zusammen mit seinen 16 Guides, von denen die meisten Wissenschaftler sind, betreut er nicht nur die Gäste, sondern sammelt zusammen mit ihnen Daten, auch wenn die Passagiere keine Spezialisten sind. Citizen Science heißt die Formel dafür. Mit Citizen Science betonen wir, dass wir sind hier in dieser unheimlich schönen Umgebung, aber wenn wir eine Sichtung haben, dann speichern wir das und das geht dann auf eine Online-Plattform, wo man dann sieht, wo wir welche Tiere gesehen haben, und wenn alle das mitmachen, dann wird diesen Daten benutzt für Scientists in die ganze Welt, Wissenschaftler, die diese Daten wieder benutzen können. Und Robben? Auch sie gibt es in Brown Bluff, Wedelrobben, einige Seebären und vor allem Pelzrobben. Die Antarktis ist voller Geschichten, täglich gibt es neue, vor allem solche, die man nicht erwartet.
Ein neuer Morgen vor der Küste Antarktikas. Eine Bucht namens Michelson Harbour ist unser Tagesziel. Diese Welt, diese Farben sehen und erleben zu dürfen, lässt auch einen Filmemacher, der seit mehr als 30 Jahren mit seiner Kamera weltweit unterwegs ist, nicht unberührt. Bereits seit dem frühen Morgen ist im Inneren des Schiffes viel Begängnis. Dieser Tag, er wird für viele Passagiere ein ganz besonderer Tag werden. Das ist Andrew Collins aus den USA. Einen Lebenstraum will er sich verwirklichen, so wie die anderen 26 Taucher an Bord auch. Ich bereite meine gesamte Tauchausrüstung vor und bringe sie gleich zum Check und zum Schlauchboot, um zum allerersten Mal in meinem Leben in der Antarktis tauchen zu gehen. Auf dem Deck herrscht bereits emsiges Treiben. Warum aber wollen Sie unbedingt in der eisigen Kälte tauchen? Es ist die Antarktis. Es stand die meiste Zeit meines Lebens auf meiner Wunschliste, erzählt uns Polly Burton. Es ist diese verschwenderische Schönheit und die Herausforderung. Und Will Makowski ergänzt, es ist ein wilder Ort. Wir hatten die Gelegenheit, an vielen Stellen auf der Welt zu tauchen, doch es gibt nichts Vergleichbares zu diesem wilden Platz. Alles wird vor dem Tauchgang kontrolliert, nichts darf auch hier dem Zufall überlassen werden. Urban Reifler, der Schweizer Tauchguide, hilft deshalb Andrew, die Tauchausrüstung optimal vorzubereiten. Sie alle sind erfahrene Taucher, aber ein Fehler könnte zu einer Katastrophe führen. Die Vorfreude ist bei allen groß, auch bei John. Ich freue mich schon sehr darauf. Es ist eine atemberaubende Landschaft, atemberaubendes Wasser. Es ist ein unglaublicher Ort. Die Zodiacs werden zu Wasser gelassen. An der vorderen Luke steigen die Taucher ein. Am zweiten Tor machen sich die anderen Passagiere auf ihren Weg. In der Bucht von Michelson Harbour steht eine einsame argentinische Hütte, die wollen sie besuchen. Wir dagegen begleiten die Taucher, der Doktor ist auch bei uns, damit er im Notfall sofort helfen kann. Und dann ist es soweit. Andrew Collins nimmt seine Kamera mit und lässt uns an seinem Tauchgang teilhaben. Es ist eine Unterwasserwelt, die man so kaum kennt. Keine bunten Fische, keine Korallen und doch eine faszinierende Farbenpracht. Noch ist das Wasser nicht verschmutzt, aber bei einer Untersuchung im Jahre 2018 wurden im geringen Umfang Mikroplastikteilchen gefunden.
Und Eis, das gibt es natürlich reichlich, wenn nicht hier, wo dann? Dass nichts passiert, liegt an den strikten Regeln, die alle Taucher zu ihrem eigenen Schutz beachten müssen. Wir sind in einer sehr, sehr abgelegenen Gegend. Wichtig ist, dass wir immer zusammen mit jemandem tauchen und niemals unter Eis oder unter irgendetwas anderem tauchen, erklärt Cheftauchguide Henrik Enkel aus Schweden. Und wenn wir jemanden verlieren, müssen wir sofort an die Oberfläche kommen. Beachten wir die Regeln, haben wir Spaß. Es ist Carina, die uns schließlich zu den gigantischen Gletschern von Michelson Harbor bringt. Eisfelder, die direkt ins Meer kalben, 50, 60 Meter hoch, sind die Abbruchkanten. Nichts ähnelt dem bereits Gesehenen. Hinter jeder Kante, nach jeder Biegung wartet ein neues Kunstwerk der Natur. Und Carina zeigt uns einen Seeleoparden, der genüsslich und erhaben auf einem Mini-Eisberg schlummert. Später folgen wir den Nichttauchern, freuen uns über die Eselspinguine, die sich rings um die alte, verlassene argentinische Hütte ihre Kolonie eingerichtet haben. Von einstigen Walfangzügen zeugen reichlich Spuren. Die Jagd auf die großen Meeresbewohner war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts stark ausgeprägt in dieser Region der Antarktis. Heute gilt, nichts darf mit an Land oder dort gelassen werden. Alles muss zurück aufs Schiff. Niemand darf sich auf den Boden setzen, kein Rucksack darf den Boden berühren, aufs Klo darf man nur auf dem Schiff gehen. Nur einen Steinwurf von der argentinischen Hütte entfernt steht diese chilenische Landmarke. Beide Staaten beanspruchen diesen und weite Teile des weißen Kontinents für sich. Und das, obwohl es seit dem Inkrafttreten des Antarktis-Vertrages im Jahre 1961 eigentlich keine Gebietsansprüche mehr geben darf. Den Eselspinguinen ist dieser politische Streit egal, denn sie sind die wahren Besitzer. Das war der dritte Teil meiner Dokumentation Tief im Süden. Dieser Teil und alle anderen Folgen sind schon jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.